Nachdem vor 4 Wochen das passiert ist und mein Motorrad dann so ausgesehen hat, hier kaputt, da kaputt, das kaputt, Tacho zerfetzt, Gabel kaputt, Elektronik am Sack, Maschine schnell wieder aufgebaut und 300 Meilen Rennen gefahren. Und damit einen wunderschönen guten Morgen aus Hockenheim. Wir sind heute hier, 300 Meilen Rennen. Gestern Abend waren wir ja da zum Afterwork, haben nochmal ein Training gefahren, geguckt, dass die ganze Technik funktioniert. Und soweit hat das geklappt, die Aprilia läuft, alle anderen Mopeds laufen auch. Und jetzt geht es gleich los in einer halben Stunde zum ersten Qualifying. Da fahren wir mal unsere Platzierung raus für das 300 Meilen Rennen später. Es wird einen fliegenden Start geben. Das heißt, alle aufgereiht, eine Warm-up-Runde oder Formation Lap und dann geht's ab Start, Ziel, grüner Flagge, Vollgas. Genau, ich fahre das erste Qualifying, der Kim fährt das zweite später. Dann gucken wir mal, auf welcher Platzierung wir rauskommen und wie wir dann ins Rennen starten. Ich werde euch später noch mal ein kleines Update geben, bevor es losgeht. Und in der Zwischenzeit seht ihr ein paar Fahraufnahmen vom Qualifying. Viel Spaß damit und bis später. So Friends, Zwischenstand. Quali 1 ist vorbei. Mit einer 1,55,8 reihen wir uns im Moment auf dem 34. Platz von 52 Startern ein. Das ist okay. Solides Mittelfeld, genau da wollen wir hin. Jetzt ist gerade Q2 am Laufen. Der Kim ist rausgefahren. Mal schauen, ob er sich noch mal ein bisschen verbessert, beziehungsweise unsere Zeit noch mal ein bisschen verbessert, dass wir noch mal 2, 3, 4 Plätze nach vorne kommen. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Kein Problem. Unsere Strategie fürs Rennen ist definitiv solide Zeiten, gleichmäßig fahren, regelmäßig fahren und durchfahren. Das heißt, wir peilen mal
eine, keine Ahnung, höhere 57, 58 an, dafür durchfahren und längere Turns. Dafür, dass wir nicht so viele Transponderwechsel machen müssen, was uns dann wieder unnötig Zeit kostet. Dadurch können wir Sprit sparen, die Reifen noch ein bisschen aufsparen und dann schauen wir mal, wo wir am Ende damit landen. Jo, kurzes Zwischenfazit. Ich habe mich mal gerade ins Auto verzogen und sehe aus wie Arsch. Wir sind jetzt mitten im Rennen, haben 1,5 Stunden hinter uns gebracht. Ich bin jetzt den zweiten Stint gefahren. Der Kim ist gerade raus und unsere Strategie geht soweit auf. Fahren konstante 1,57, 57 tief sogar. Das ist genau, was wir wollten, um im Mittelfeld mitzuschwimmen. Einfach nicht stürzen und durchfahren. Es gibt genug Ausfälle mittlerweile. Das spült uns automatisch ein bisschen nach vorne. Aber soweit läuft es ganz gut. Der Reifen hält, die Maschine hält. Einen dicken Rutscher gehabt. Den seht ihr auch hier nochmal auf der GoPro. Und ja, jetzt heißt es weiter sitzen bleiben, weiter ballern. Wir fahren immer halbe Stunde Stints. Und hoffen wir mal, dass es beim Kim genauso gut weiterläuft. Und ja, dann wechseln wir wieder. Stand aktuell sind wir jetzt nach 1,5 Stunden 7 Runden zurück von dem Führenden. Aber die Jungs fahren außer Konkurrenz. Lukas Tulovic und Kollege. Ja, ich blende euch hier nochmal ein. Wer genau mit ihm fährt, mein Gehirn ist Matsch, also fragt mich nicht. Also die fahren hier konstante 42 bis 45er Zeiten. Einfach unnormal, wie man das konstant durchziehen kann. Aber Respekt an die Jungs. Ich meine, das sind nicht umsonst Profis. Haben sie sich auch verdient. Ja, aber für uns so aus Hobbyfahrersicht mitfahren, sitzen bleiben und gucken, dass wir am Ende ins Ziel kommen, ist die Hauptsache. Spaß haben gehört auch ganz vorne mit dazu. Und genau, dann schauen wir mal, wie es weiterläuft. Ich zeige euch noch mal ein paar Fahraufnahmen von vorne, von hinten. Zwischendrin seht ihr ein paar Stürze von den Jungs, die leider vor mir abgeflogen sind. Gute Besserung an die. Und genau, dann melde ich mich später nochmal. Haut rein!
So Freunde, 300 Meilen-Rennen ist vorbei. Fazit, Rennabbruch. Es gab irgendwie in der 70., 77. Runde irgend sowas, gab es einen Crash. Vorher gab es einen Motorplatzer, da war die komplette Parabolika voll mit Öl. Und schon 15 Minuten oder 20 Minuten Unterbrechung vom Rennen. Dann haben wir alle in der Boxengasse uns gesammelt und gewartet, bis es weitergeht und alles aufgeräumt worden ist. Ja, und dann ging es wieder los und direkt in der ersten Runde gab es wohl einen Crash und da ist wohl was Schlimmeres passiert, sodass das Rennen wieder mit Rot unterbrochen worden ist. Helikopter musste kommen und so weiter und ja, am Ende wurde das Rennen komplett abgebrochen. Das heißt, Ergebnis ist so, wie die letzte gefahrene Runde der Stand war. Ich hoffe, den gecrashten Kollegen geht's gut, gute Besserung und ja, kommt schnell wieder auf die Beine. Dann schauen wir mal, auf welchem Platz jetzt am Ende wir als Team Hobby Racer gelandet sind. Wie gesagt, ein stabiles Mittelfeld wäre natürlich schön. Das ist das, was wir angepeilt haben. Und jetzt bin ich auf dem Weg zur Siegerehrung. Und dann schauen wir mal die Endergebnisse. Ich blende euch das Ganze dann hier mal ein. Dann wisst ihr mehr. Kommen wir zum Sieger, 69 Runden, wie gesagt, geschafft, 1,46,077, respektabel. Unterstand Nummer 3, Lude Racing, powered by Mythos, Dennis Fowler und Lukas Tukovic. Herzlichen Glückwunsch.